Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser. Wieder ist ein Jahr vorüber und ich darf bereits das 9-jährige Bestehen meines katholischen Schriftenapostolates sowie meines YouTube-Kanals begehen, ein Grund zum Feiern. Auf diesem langen Weg, der Anfang Juni 2014 begonnen hat, haben mich seither eine Reihe von Freunden, Helfern und Unterstützern begleitet. Manche von ihnen schon von der ersten Stunde an. Dafür möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Danke sagen. Diese unermüdlichen ehrenamtlichen Aktivitäten haben entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Projekt stetig weiter wachsen und sich zu dem entwickeln konnte, was es heute ist. Nicht nur der Bekanntheitsgrad dieses Werks hat sich im Laufe der Jahre immer mehr ausgeweitet, auch die Besucherzahlen auf meiner Homepage sind deutlich gestiegen. Mittlerweile sind es pro Tag etwa 100 Besucher. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Kombination aus dem Bücher- sowie dem Videoangebot hat sich gut etabliert. Der YouTube-Kanal, der ursprünglich nur als Ergänzung zu meinem Buchsortiment gedacht war, entfaltete in den letzten Jahren eine eigene Dynamik und Lebendigkeit. Auch in der Zukunft wird es auf meinem Kanal eine breite Themenvielfalt geben, die über das hinausgeht, was ein Buchsortiment leisten kann. Insbesondere betrifft das aktuelle Ereignisse und wichtige gesellschaftliche, kirchliche und politische Entwicklungen. Den YouTube-Kanal werde ich ab jetzt noch stärker international ausrichten, um dem im Ausland gestiegenen Interesse an meinen Angeboten Rechnung zu tragen. Meine Homepage wird, wie bereits früher erläutert, aufgrund ihres Umfanges von 300 Seiten nicht mehr erweitert, sondern nur noch ergänzt und aktualisiert werden, wo es nötig ist. Damit soll die Übersichtlichkeit gewahrt bleiben. Die Situation der deutschsprachigen katholischen Angebote im Medienbereich hat sich in den letzten Jahren bedauerlicherweise weiter verschlechtert. Wohin man auch schaut, überall wurden Sortimente verkleinert, Bücher aus dem Programm genommen und altbewährtes nicht mehr neu aufgelegt. Manche wichtige christliche Themen werden gar nicht mehr aufgegriffen. Es hat ein schleichender Wandel stattgefunden, welcher mittlerweile einen traurigen Höhepunkt erreicht hat, wenngleich das, was wir heute beobachten können, wohl noch nicht der bedauerliche Schlusspunkt sein dürfte. Vielleicht bedarf es erst einer gewissen Dramatik, bis die Gesellschaft erkennt, dass es ohne die christlichen Werte nicht geht. Das sogenannte Abendland basiert seit 2000 Jahren auf diesen christlichen Werten, die jedoch immer mehr in den Hintergrund rücken bzw. gedrängt werden. Die Päpste der vergangenen Jahrzehnte haben deswegen immer wieder mahnend ihre Stimme erhoben und die Gläubigen zum kraftvollen Zeugnis aufgerufen, damit der Glaube auch an die kommenden Generationen weitervermittelt werden kann. Mit meinem Schriftenapostolat leiste ich dazu seit 2014 einen bescheidenen Beitrag, welcher mit einer Kleinschriftenreihe begonnen hat und heute ein umfangreiches Buchprogramm umfasst. Durch meinen Videokanal ist es mir möglich, auch solche Inhalte aufzubereiten und dem interessierten Publikum anzubieten, die bereits weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Der Blick der Christen darf sich nicht auf einige wenige Themen verengen, die aktuell populär zu sein scheinen oder dem modernen Zeitgeist folgen. Gelebtes Christsein im Alltag ist so viel mehr. Es umfasst nicht nur alle Höhen und Tiefen des Alltags, sondern schließt auch die Pflege einer lebendigen Gottesbeziehung mit ein. Damit diese gelingen kann, sind christliche Bücher
insbesondere solche, die sich mit der Spiritualität befassen, nicht nur hilfreich, sondern sogar unerlässlich. Ein gutes Buch kann sämtliche Altersgruppen begeistern und motivierend sowie stärkend für den Glauben sein. Mein eigener Glaubensweg wurde ebenfalls maßgeblich durch gute katholische Literatur geprägt, welche ich schon in meiner Jugend mit Interesse und Begeisterung gelesen habe. Ich kann es daher nur empfehlen, die jungen Menschen zum Lesen christlicher Werke hinzuführen. Dies kann aber nur gelingen, wenn man bereits ein Sortiment ausgewählter Schriften vorrätig hat. Schon früh habe ich erkannt, dass der Bedarf an Büchern, die den Glauben fördern, niemals abnehmen wird. Gerade in einer Zeit, in der die geistliche Trockenheit erschreckend um sich greift, wird auch die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Suche nach befriedigenden Antworten immer drängender. Als Christen, die wir fest im Glauben stehen, haben wir die Verantwortung, hier kraftvoll Zeugnis zu geben für die Hoffnung, die uns erfüllt. Nutzen Sie, liebe Leserinnen und Leser, daher die Gelegenheiten, um wertvolle Bücher zu lesen und an andere weiterzugeben. Auch das ist eine Aufgabe, die im Weinberg des Herrn auf uns wartet. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich, wenn Sie mich auch weiterhin auf diesem spannenden und abwechslungsreichen Weg begleiten. Bleiben Sie stets auf dem Laufenden, indem Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren, falls Sie dies noch nicht getan haben, und empfehlen Sie ihn weiter. Vielen Dank.